Weidmannsheil, liebe Zuseherinnen und Zuseher, liebe Weidkameraden. In dieser Episode widmen wir uns der Schwarzwildjagd. Aufnahmen aus unterschiedlichen Revieren zeigen, dass Schwarzwild vor allem im Waldrevier auch am Tag angetroffen werden kann. Dafür sind jedoch entsprechende Rahmenbedingungen zu berücksichtigen und Strategien einzuhalten, um erfolgreich zu jagen. Andererseits ist Nachtsichtstechnik in aller Munde, aber wie wir sehen werden, nicht Voraussetzung für eine erfolgreiche Jagd. Die Verhaltensweisen der Jäger haben großen Einfluss darauf, ob Sauen trotz Bejagung tagaktiv oder nur in der Nacht im Wald- und Feldrevier ihre Fährten ziehen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Jagderfolg bei der Frischlingsbejagung an der Kierung am höchsten und die Störung des Wildes am niedrigsten ist, wenn man ganz einfach wartet. Heranwechselndes Wild zu beschießen, ist aus unserer Sicht eine Todsünde. Durch Vorlage von Kiermengen, die an die Rottengröße angepasst sind, kann man dafür sorgen, dass die schwächeren Stücke, die noch hungrig sind, nochmals zurückkommen, um nach Verwertbaren zu suchen, nachdem die Bache mit den ersten Frischlingen bereits eingezogen ist. Erlegt man dann einen Frischling, ohne dass die Rotte Augenzeuge wurde und wartet, bis die Leitbache endgültig weggezogen ist die Störung minimal. Mit der Verwendung von Schalldämpfern ist dieser positive Effekt heutzutage noch stärker. Solange die Frischlinge gestreift sind oder noch nicht die Größe haben, dient die Kierung dazu, sich einen Überblick über die Rottenstruktur für die Feld- bzw. Herbstjagd zu verschaffen. Diese Aufnahmen zeigen eine Kierung, die von 2 Rotten mit jeweils 10 bis 15 Stück Schwarzwild aufgesucht wurde. Ziel solcher Kierungen ist es, sie von den angrenzenden Feldern abzuhalten. Grundvoraussetzung der effektiven Schwarzwildbejagung ist die Kenntnis der Geschlechts- und Altersmerkmale und deren Verhaltensweisen, um selektiv ansprechen und jagen zu können. Einzelne Überläuferkeiler können, aber müssen im Sommer und Herbst nicht mehr erlegt werden, vor allem wenn man reife Keiler heranhegen will. Sinnvoll ist die morgendliche Bejagung im Frühjahr am Rückwechsel vom Feld in die Waldkomplexe. Hier haben wir die Erfahrung gemacht, dass Überläufer, nachdem sie von der Rotte ausgestoßen wurden, für diese Jagdstrategie bestens geeignet sind und hier entsprechende Strecke gemacht werden kann. Hier sollte man die Ansitzorte flexibel wählen und ändern. Die nächste Möglichkeit, Schwarzwild am Tag anzutreffen, ist auf Wildesungsflächen. Diese Flächen sind Ruhebereiche außerhalb der Einstände, wo Schwarzwild auch unter Tag in Waldrevieren ungestört zur Esung austreten kann. Zum Schluss kommen wir zu den ausgewiesenen Ruhezonen mit den Tageseinständen. Da in manchen Revieren nicht nur Schwarzwild diese Bereiche aufsuchen, herrscht hier absolute Ruhe. Wenn man die vorher erwähnten Bejagungsstrategien berücksichtigt und den Jagddruck durch Intervalljagd zusätzlich reduziert, kann man sicher sein, Schwarzwild effektiv bei Tag bejagen zu können. Die traditionelle Jagd ohne technische Hilfsmittel unterscheidet sich wesentlich von der Jagd mit Nachtsichttechnik. Sie ist sicherlich zeitaufwendiger und wetterbedingt in den Morgen- und Abendstunden manchmal auch schwieriger. Ob spannender, herausfordernder oder gar das Gegenteil, muss jeder Jäger für sich entscheiden. Jetzt aber zur morgendlichen Jagd auf die Schweine im Feld. Ich habe gerade das Fenster aufgemacht und rechts vom Hochstand sind jetzt 3 Überläufer, aber es ist noch viel zu dunkel, um das anzusprechen. Ich muss noch ein bisschen warten. Es ist noch immer viel zu dunkel, aber das vordere, das ist meiner Meinung nach ein Überläuferkeiler. Die anderen beiden Stücke, das sind heller. Das werden Überläufer
Sau bricht jetzt relativ ruhig und ich konzentriere mich jetzt auf den Schuss. Wettmannsell, liebe Freunde, ein wunderschöner Morgen. Gestern hat es den ganzen Abend geregnet, die ganze Nacht durch. Und um 3 in der Früh war es wunderbar. Das Wetter, kein Wind, wie gesagt, nach dem Regen, feucht. Und wir sind rausgegangen und ich habe mich ganz leise und vorsichtig auf den Hochstand weggepirscht. Und wie ich dann das vordere Fenster aufgemacht habe, habe ich 3 Überläufer erblickt. Und ja, dann habe ich gewartet, bis Schusslicht kommt. Und dann habe ich mir den einen Überläufer geil ausgesucht. Der hat gepasst. Und mit 8,68 lag er im Feuer. Schön, ich genieße es jetzt noch.